Die heutige Weltwirtschaft wird oft als Ergebnis von Wahlen, politischen Entscheidungen oder Führungswechseln erklärt. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine andere Realität. Ein großer Teil der ökonomischen Ordnung entsteht nicht in Parlamenten, sondern in Institutionen, die im Hintergrund wirken, den Denkfabriken. Sie haben keinen demokratischen Auftrag, beeinflussen jedoch dauerhaft Regierungen, Medien und Finanzmärkte. Ihre Analysen formen langfristige Leitlinien, denen die Politik folgt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfügten viele Staaten weder über Ökonomen noch über eigene Forschungseinrichtungen. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand ein Vakuum, das Organisationen wie die Brookings-Institution füllten. Obwohl offiziell unabhängig, gewann sie rasch Einfluss auf die US-Regierung. In Europa spielte Chatham House eine ähnliche Rolle, indem es politische Eliten mit Experten aus Wirtschaft und Diplomatie vernetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Rand Corporation, die wissenschaftliche Forschung, militärische Strategie und ökonomische Modelle kombinierte. Sie wurde zu einem geistigen Labor, das zentrale Sicherheits- und wirtschaftspolitische Ideen entwickelte. Ab den 1970er Jahren explodierte die Zahl der Thinktanks. Institute wie Heritage Foundation, AEI, CFR oder das Peterson Institute vertraten unterschiedliche Ideologien, setzten jedoch gemeinsam die Grenzen dessen, was wirtschaftspolitisch als akzeptabel galt. Ihr Einfluss reicht weit über Parteiprogramme hinaus. Medien übernehmen ihre Begriffe, Politiker ihre Formulierungen und Ökonomen orientieren sich an ihren Modellen. So entsteht ein gemeinsamer Rahmen, der bestimmt, wie wirtschaftliche Entwicklungen überhaupt wahrgenommen werden. Was später als vernünftige Politik gilt, wird oft Jahre zuvor in Studien dieser Einrichtungen vorbereitet. Ein großer Teil ihrer Macht ergibt sich aus der Finanzierung. Unternehmen, Stiftungen, Banken, Tech-Konzerne und reiche Einzelpersonen unterstützen jene Projekte, die ihren Interessen entsprechen. Auch wenn Thinktanks formal unabhängig bleiben, beeinflusst die Herkunft der Mittel, welche Ideen gefördert und welche vernachlässigt werden. So wurden in den 1980er Jahren Privatisierung, Deregulierung und Marktliberalisierung global zur Norm. Nicht zufällig, sondern durch langfristige intellektuelle Vorbereitung. In den 1990er Jahren verfestigte sich dieses Netzwerk weiter. Experten wechselten zwischen Universitäten, Denkfabriken, Regierungen und internationalen Organisationen. Diese Rotation erzeugte ideologische Kontinuität. Selbst Regierungswechsel veränderten die wirtschaftliche Grundrichtung kaum, weil die geistigen Grundlagen in denselben Kreisen entstanden. Thinktanks beeinflussen nicht nur Politik, sondern auch Märkte. Wenn ein bekanntes Institut vor Risiken warnt, reagieren Medien, Investoren und Zentralbanken fast gleichzeitig. Erwartungen beginnen sich zu verändern und Erwartungen können wirtschaftliche Entwicklungen auslösen. So entsteht eine subtile Form der Steuerung, die ohne offiziellen Auftrag wirkt. Auch die Geldpolitik bleibt davon nicht unberührt. Modelle zur Inflation, digitalem Geld, Zinsen oder wachstumsorientierten Reformen basieren häufig auf Analysen dieser Einrichtungen. Zentralbanken gelten zwar als unabhängig, bewegen sich jedoch im Rahmen derselben Denkstrukturen, die Thinktanks etabliert haben. Besonders langfristig wirkt die stille Kraft der Förderer. Technologieunternehmen unterstützen Studien zur digitalen Wirtschaft, Energieunternehmen finanzieren bestimmte Klimaszenarien, globale Finanzakteure fördern Analysen, die Kapitalströme in positivem Licht darstellen. Dadurch entsteht ein intellektuelles Umfeld, in dem bestimmte Ideen automatisch mehr Gewicht erhalten. Die Folgen betreffen jeden Menschen: Kreditzinsen, Inflationserwartungen, Wechselkurse, staatliche Ausgaben und soziale Leistungen hängen oft mit Konzepten zusammen, die in diesen Institutionen vorbereitet wurden. Was ein Land für wirtschaftlich möglich hält, wird maßgeblich durch diese Denkmuster geformt.
Am einflussreichsten sind jene Einrichtungen, die kaum öffentlich sichtbar sind. Institute, die vertrauliche Papiere für Regierungen oder internationale Organisationen erstellen oder direkt in Gremien wie G7, IWF oder Weltbank wirken. Ihre Macht beruht auf Diskretion, nicht auf öffentlicher Präsenz. Die entscheidende Erkenntnis lautet, die Welt wird weniger durch politische Konflikte geprägt als durch konkurrierende Ideen. Und diese Ideen entstehen überwiegend in Denkfabriken. Wer wirtschaftliche Entscheidungen verstehen will, muss diese unsichtbare Architektur erkennen. Denn viele Entscheidungen des Alltags haben ihren Ursprung nicht im Parlament, sondern in Konzepten, die weit vorher entwickelt wurden. Vergiss nicht, zu abonnieren, um mehr Tragödien zu erhalten.